Ich will meinen Kindern auch ich will ihnen zeigen, dass es auch anders, also dass es ein Leben gibt, auch außerhalb diesen vier Wänden, sage ich jetzt mal, oder halt diesem sicheren Umfeld, dass man auch rausgehen kann, dass man mutig sein kann, zu sagen, okay, ich mache was anderes, ich lerne andere Leute kennen, ich lerne andere Kulturen kennen. Ich finde, das ist extrem wichtig und ich finde, das ist auch extrem wichtig, das möglichst früh zu zeigen, damit einfach so eine Offenheit da ist. Ich bin Julia. Ich bin der Simon. Und wir sind zusammen mit unseren beiden Kindern, unserem Hund und unserem Kater seit 1,5 Jahren in unserem Reisebus, den wir selber ausgebaut haben, und durch Europa unterwegs. Jetzt aktuell stehen wir tatsächlich mit unserem Tiny Home in unserem Garten und bauen gerade unser Haus aus. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. Ja, ich habe den LKW-Führerschein hier gemacht, einfach nur ganz normal 40-Tonner C-Schein. Damit darf man dann 8 Personen plus sich selber durch die Gegend kutschieren in so einem Gefährt. Und ja, vielleicht so, was wäre interessant, wir dürfen 80 fahren, auf der Landstraße 60. Wir sind ganz normales Wohnmobil, über 7,5 Tonnen. Das ist dann egal, ob man 25 Tonnen oder 8 Tonnen wiegt. Aber es gelten die ganz normalen Wohnmobilregeln, kein Fahrtenschreiber. Und 80 auf der Autobahn, 60 auf der Landstraße. Und damit kommt man gut durch die Welt. Also entspannt, man fährt ruhig, der Motor ist hinten. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied. Das macht sehr viel aus. So ein ruhiger Motor ganz weit weg und du sitzt hier so drin und tuckerst so langsam über die Autobahn, ganz entspannt. Mit Mit auch wenn die manchmal ein bisschen wild fahren, aber schon ein entspanntes Leben. Wir sind ja auch nie weit gefahren. Also man darf sich jetzt nicht als die Busfahrertortur vorstellen. Wir sind vielleicht 2,5 Stunden gefahren bis zum nächsten Spot und dann waren wir da wieder. Kameras, ja. Wir haben 2 oder 3 Rückfahrkameras sogar. Das ist wichtig, weil du hast hinten für diese 12 Meter fast kein Gefühl, wo du da gerade bist. Gerade wenn man rückwärts fährt, da ist so eine Kamera echt eigentlich unerlässlich, weil ja, wir haben schon mal einen 300 Kilo Stein einfach 2 Meter weiter nach hinten geschoben, weil wir ihn nicht gesehen hatten. Und jetzt ist so eine kleine Delle an der Skibox. Ich hätte nie gedacht, dass das nur so wenig ausmacht, aber ja. Der Stein war dann woanders, ja. Leider. Nee, aber es macht erstaunlich Spaß. Also es macht echt Spaß. Hätte ich nie gedacht, dass es so entspannt ist, so ein großes Gefährt zu bewegen. Das ist echt richtig beruhigend. Ja, fast meditativ, wenn man da so auf der Autobahn vor sich hin tuckert. Aber man ist danach sehr erschöpft, weil es wirklich anstrengend ist. Also man ist viel mehr, man fühlt sich entspannt, aber man ist geistig viel mehr bei der Sache als beim Autofahren zum Beispiel. Du hast ständig alles im Blick, weil 18 Tonnen sind halt 18 Tonnen, die da unterwegs sind. Und das ist ein bisschen Energie, die man da dabei hat, sozusagen. Das darf nicht schief gehen. Ja. Also wir waren ja schon mal unterwegs. Wir hatten ja einen Pickup mit einer Wohnkabine und waren schon mal 8 Monate in Südostasien unterwegs, beziehungsweise bis in die Türkei mit dem Pickup und dann nochmal 3 Monate mit dem Rucksack. Und sind dann wieder mit dem Auto übers Schwarze Meer heimgefahren. Also wir hatten schon so Auszeiterfahrung bzw. längere Reiseerfahrung. Und das wollten wir halt als Familie wiederholen. Und dann haben wir halt so mal so ansatzweise gedacht, wie geht es? Wir hatten zuerst an so einen Rewe-Laster gedacht. Und haben da mal alles so reingeplant, was wir uns so vorgestellt hatten. Und letztendlich sind wir hier gelandet, ne? Bei einem Bus. Ja, es war prinzipiell auch so eine Auszeit, einfach jobtechnisch waren die Verträge zu Ende und dann waren wir so vor 2 Wegen gestanden. Entweder wir machen uns jetzt in unserer alten Heimat halt wieder sesshaft oder wir schauen doch nochmal nach einem anderen Weg. Und dadurch, dass wir einfach reiselustig sind und einfach gern die Welt entdecken und das halt auch gerne unseren Kindern zeigen wollen. Und so kamen wir dann eigentlich auch ziemlich schnell zu dem Bus. Es gab viele in Polen, viele Busse, die Angebotsbusse und dann plötzlich kam einer in Karlsruhe gleich bei uns ums Eck.
Der hier, wir haben einen gesucht, der große Staufläche hat, der möglichst eckig auch oben von der Dachform ist, damit wir möglichst weit auch in die Ecken sozusagen Stehhöhe bzw. auch Stauraum reinbekommen, dass es alles nicht so eng und klein wird. Eng und klein, bei 12 Metern. Ja, und so kamen wir halt dann einfach zu dem Bus. Damals waren noch alle Sitze drinnen, also 52 Stück genau. Die haben wir dann alle rausgebaut. Diese 4 Sitze inklusive den Fahrersitz und den Beifahrersitz haben wir belassen, haben sie nur neu bepolstert und haben sie dann auch wieder an die Originalverankerungen angeschraubt. Das war damals für den TÜV wirklich ein wichtiges Kriterium, dass das auch die Originalsitze sind. Und dass wir, was uns wichtig war, dass wir an jedem der Sitze einen 3-Punkt-Gurt hatten, weil die anderen Sitze vom Bus, die waren nämlich alle nur so Bauchgurte und das war uns damals gerade im Hinblick auf unsere 2 kleinen Jungs, unser Großer ist 6 und unser Kleiner ist 4, dass wir da einfach die Kindersitze gut befestigen können und dass die auch sicher fahren. Ja, hier haben wir unseren Essbereich. Hier findet eigentlich so das Leben statt, sage ich mal. Die Jungs sitzen während der Fahrt hier nebeneinander. Den Tisch kann man verschieben in die Höhe, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, sodass, wenn wir noch Gäste haben oder so und wir noch ein bisschen mehr Platz brauchen, hier auf jeden Fall auch noch mal jemand sitzen kann und essen kann. Dann können wir den Tisch einfach noch ein bisschen mit vorziehen und dann hat hier auch noch mal jemand Fläche, wenn das Wetter so schlecht ist, dass man nicht draußen sitzen kann. Ja, ansonsten haben wir hier noch unsere Couch. Ja, semi-bequem, sage ich jetzt mal, aber praktisch. Die kann man rein theoretisch noch ausziehen bis zu dem Sitz. Also diese Breite vom Gang, das wäre sozusagen jetzt nochmal als Schlafcouch gedacht. Haben wir damals in unserem Ausbau Ideen, haben wir uns gedacht, hey, wenn da jemand mal kommt, ein Gast oder sowas, dann kann der da hier mal schlafen. Es kam kein Gast oder die Gäste hatten selber ihre Camper dabei. Also von dem her haben wir das dann 2-mal ausgezogen und haben als Spielfläche verwendet. Mehr war da auch nicht. Ja, Besonderheiten hier vorne noch. Wir legen, wie ihr vielleicht sehen könnt, sehr viel Wert auf Holz. Wir haben echte Holzfensterbretter. Dahinter geht die Heizung oder die warme Luft nach oben. Deswegen sind hier die Rillen reingefräst. Oben an der Decke haben wir noch eine echte Zirbelkieferdecke. Die hat am Anfang noch so einen richtig schönen holzigen Duft gehabt. Mittlerweile ist es schon so ein bisschen verblichen, aber wir finden, sie ist immer noch einfach ein schöner Hingucker und macht das einfach alles so ein bisschen gemütlich und wohnlich. Haben dann angefangen, uns da einzulesen, eben in diese ganze Technik, die man dann da reinbaut. Und was wir halt einfach gerne als Familie da gerne drin haben wollen, weil wir gesagt haben, wir geben unser Haus auf, wir reisen nicht nur und ziehen dann wieder zurück in unser Haus, sondern wir haben unser Haus verkauft und haben gesagt, das ist jetzt erstmal für die nächsten 1,5 Jahre auf jeden Fall unser Zuhause. Und genau, somit sollte natürlich auch das, was wir zu Hause hatten, auch möglichst in unser neues Zuhause reinwandern. Und so ist es eigentlich entstanden. So erklären sich auch die Dimensionen hier, ja. Dass wir einen großen Akku brauchen, dass wir auch autark stehen wollen. Also das heißt auch, dass Solaranlage oben drauf muss, dass wir so Komfortsachen wie tägliche Geschichten, Spülmaschine, eine Waschmaschine, einen großen Kühlschrank, damit man halt auch einfach Sachen mitnehmen kann und nicht jeden Tag irgendwo einkaufen muss. Ja, auch eine Herausforderung mit so einem Schiff, sage ich jetzt mal, einkaufen zu fahren, dass du das nicht jeden Tag machen kannst, wie halt jetzt mit kleineren Mobilen, sondern halt auch einfach mal einen größeren Einkauf erledigen kannst und den da reinpacken kannst. Und ja, so kam es so Schritt für Schritt zu dieser Größe. Zudem reisen wir noch mit Katze und Hund und eben, wie gesagt, 2 Kindern. Wir sind insgesamt also zu 6 und dass jeder so seinen Platz hat und auch seine Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Auf was wir nicht verzichten wollen, ist tatsächlich unsere Spülmaschine. Die war schon sehr praktisch. Oder ist auch sehr praktisch. Es fällt halt einfach wirklich diese komplette Spülerei weg und man kann einfach alles da reinschmeißen, anschalten und gut ist. Es sind alles Haushaltsgeräte, die wir hier verbaut haben. Jetzt muss ich das zumachen, sonst kriege ich den Kühlschrank nicht auf. Da haben wir noch so ein Induktionskochfeld, 2 Platten, die reichen uns auch völlig zum Kochen. Und zur Not haben wir auch noch draußen eine Außenküche. Oder was heißt zur Not? Wenn es warm war, haben wir eigentlich immer draußen gekocht. Und das ist eigentlich immer nur so das, wenn wir halt mal drinnen kochen müssen. Ja, Kühlschrank, auch ein ganz normales Haushaltsgerät. Ja.
tut seiner Dienste. Und alles auch, wirklich auch für die Fahrt, ist es nie was kaputt gegangen oder so. Also die Spülmaschine läuft, der Kühlschrank läuft. Der ist unten nochmal, weil die Frage vielleicht aufkommt, dass der in Fahrtrichtung eingebaut ist. Der ist unten nochmal mit so einer Aluschiene verankert und oben steckt er auch wirklich an der Decke fest. Also dieses Ding kriegen wir hier nie wieder raus. Ist fest verbaut. Klimaanlage ist hier direkt drüber. Die haben wir hier noch verbaut. Und für noch mehr Stauraum oder noch ein bisschen mehr Stauraum haben wir hier aus der Ecke noch so ein bisschen so ein Eckregal für Tees. Da haben wir Medikamente und so ein paar Ordner, was man halt so braucht, versicherungstechnisch und so weiter. Es konnten sich die wenigstens erstmal vorstellen, was wir da eigentlich machen. Und dann steht da so ein Bus mit so eben so 52 Sitzen drin. Was haben die da überhaupt vor? Bis zum Ende, bis es wirklich fertig war, konnte man sich ja auch wirklich schwer vorstellen. Wenn was spinnen sie jetzt schon wieder? Ich meine, wir hatten ein ganz altes, man muss dazu sagen, wir haben ein ganz altes Haus gekauft davor. Ja. Ne, von 1900, das war eigentlich abrissreif fast. Naja, es war schon noch okay. Wir haben es ja auch gut renoviert und so. Aber da haben sie sich auch schon gedacht, das ist aber ein Riesenprojekt. Wirklich? Ja, und dann war das fertig und dann steht der Bus da. Also die waren schon ein bisschen, wie sagt man, sensibilisiert für uns. Ja, ich denke, dadurch. Also sie haben es uns schon halt zugetraut, so, ein bisschen auch. Ja, passt schon. Dass wir halt einfach irgendwie immer so ein bisschen so was brauchen, so eine Herausforderung. Und dann war das schon irgendwie okay. Also es kommt auf die Generation an. Meine Oma zum Beispiel, die war so ein bisschen schockiert. Minimal. Meine Schwester hat, die weiß Bescheid, also die weiß, wie es um uns steht. Und unsere Eltern so im Großen und Ganzen, ich glaube, die es haben war es halt schon hingenommen. Schock, aber also erstmal Ja. so, aber dadurch, dass sie wissen, wenn wir was machen, dass das dann auch schon irgendwie Hand und Fuß hat und dass man sich da schon drauf verlassen kann, war das dann schon auch irgendwann okay. Und letztendlich muss ich sagen, erlaube ich mir das jetzt zu sagen, glaube ich, es steckt auch ein bisschen Bewunderung dann dahinter, weil und eigentlich unsere Eltern oder auch so unser Umfeld wirklich so ihr Leben lang so durchgearbeitet haben und jetzt so in das Alter, langsam in dieses Rentenalter kommen, beziehungsweise auch teilweise schon in Rente sind und dann sehen eigentlich, dass sie das alles, diese ganze Reise oder dieses ganze Erleben so auf das Alter so aufgeschoben haben, auf die Zeit, wenn sie dann in Rente sind und die Zeit davor eigentlich gar nie damit so richtig verbracht haben, auch zu leben oder halt eben mal was zu erleben oder miteinander zu erleben, so richtig. So einfach so ein Plan, der da war und der wurde halt gelebt. Und ich glaube, wenn man das im Nachhinein so sieht oder halt auch so auch rückblickend so sieht und halt sieht, wie die Kinder das so machen letztendlich, dass es schon auch was Schönes, also kann ich mir vorstellen, in ihren Augen halt einfach auch was Schönes ist zu sehen, okay, die verbringen Zeit miteinander, die zeigen ihren Kindern auch was anderes, also ein anderes Leben sozusagen. Sie können es einordnen. Genau. Ja. Es war jetzt keine dumme Entscheidung und ihr verbaut euch alles und ihr macht alles kaputt und so weiter, sondern sie können das schon entsprechend, also auch positiv einordnen, das ist schon gut. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Im Endeffekt wollten wir ja unser Tiny House durch Europa schippern und deswegen hat ein bisschen uns ganz am Anfang sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, wie wir das energetisch hinbekommen, dass wir diese ganzen Haushaltsgeräte betrieben bekommen. Wir haben ganz am Anfang einen Akku gebaut, 20 Kilowattstunden oder 19,2 Kilowattstunden. Der versorgt uns hier und wir haben einen 100 Liter Gastank unten verbaut und das ist so die Grundlage, dass das alles so läuft. Also 1,8 Kilowattstunden Solarzellen auf dem Dach. Das heißt, wir kommen eigentlich so, im Sommer sind wir voll autark. In der Übergangszeit, so Frühling, Herbst, so 10 Tage stromautark. Und im Winter vielleicht 3-4 Tage. Und ansonsten, das Wasser reicht, die 800 Liter oder 700 Liter, die wir da dabei haben, die reichen eine Woche. Also man kann im Endeffekt autark eine Woche gut zurechtkommen, hier im Bus. Ja, und das ist, also man sieht es hier, jetzt kommt gerade erstaunlicherweise nichts an, aber das liegt nur daran, dass der Akku voll ist.
Ja, normalerweise kommen da schon so 1200 Watt an, wenn die Sonne so scheint. Die sind natürlich flach auf dem Dach ausgerichtet. Aber es funktioniert gut, also erstaunlich gut. Und die 20 Kilowattstunden, die reichen dann auch eine Zeit lang. Und dann kann man ganz normal, also wir hatten zuerst überlegt, hier 2 Gasfelder hinzumachen, aber also da sind die Induktionsplatten deutlich dankbarer. Brauchen relativ wenig Strom und also ist vielleicht 1% weg, wenn man gekocht hat oder 2. Also gar kein Thema. Du hast gesehen, wir hatten jetzt 28,5 Grad, da wäre die Klimaanlage auch nicht schlecht. Wir haben eine alte Heizung verbaut, die funktioniert sowohl mit Gas als auch mit Strom. Hier könnte man jetzt bis Gas plus 3 kW Strom. Dann hätte man insgesamt 6 kW Heizleistung. Die 3 kW Strom haben wir eigentlich immer nur maximal angehabt, wenn wir wirklich irgendwo standen, wo es auch einen Netzanschluss gab. Ansonsten heizt man mit Gas. Und ja, das Praktische ist, wenn man mal wirklich freien Stromzugang hat, kann man auch nur mit Strom heizen, macht man das Gas aus. Ja, also das ist schon immer alles ganz relativ praktisch gedacht. Und mit der Fußbodenheizung Warmwasser, wir haben eine Warmwasser-Fußbodenheizung überall verlegt, das ist schon Gold wert. Ne? Es geht einmal eine Heizung komplett um den Bus außenrum, deswegen sind da immer diese Schlitze auch in den Fensterbrettern. Das geht einmal wirklich die 12 Meter zurück, rüber und wieder die 12 Meter vor, dass sozusagen alle Fenster immer warme Luft abbekommen, plus der Fußboden ist beheizt. Da haben wir einfach in die Korkdämmung haben wir diese Rohre eingefräst. Wir haben ja auch zu allem diese ganzen kleinen Nerd-Videos gemacht. Also wenn das näher interessiert, schaut da mal rein. Aber Fußbodenheizung immer wieder. Also der Aufwand, ne, der ist so wert. Das ist so ein tolles, warmes Wohnfeeling, ne, wenn die Füße warm sind. Das macht so viel aus. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Komfort bringt letztendlich. Die Finanzierung der ganzen Geschichte war schon eine Mischung aus Glück und also Glück im Sinne von richtiger Zeitpunkt erwischt und eigentlich auch viel wirklich Eigenleistung. Man muss schon sagen, also die Grundlage dafür war eigentlich so für das meiste, dass uns unsere Großeltern mal eine Wohnung vererbt hatten. Ne? Die hatte so viel getragen. Ne? Die hatte so den Hauskredit immer so ein bisschen. Die Miete davon so ein bisschen. Ich hatte die damals direkt renoviert, komplett saniert, also alles neu gemacht, Wasser, Elektrik, alles. Und dann haben wir die halt vermietet. Und das war so die Grundlage, die so ein bisschen, die hat uns erstmal die Renovierung von einem alten Haus ermöglicht, weil die größtenteils halt den Kredit so ein bisschen übernommen hat. Und ich habe promoviert, da verdient man jetzt ja auch nicht die Welt, ja. Du warst in der Physiotherapeutin, also es hat gepasst, es war alles gut, aber es war jetzt eigentlich, hat sich nicht so ein riesen Puffer aufgebaut, dass man sagt, man kann sich jetzt hier auf einmal so einen Bus kaufen. Und den ausbauen. Genau. Und das Glück war dann, dass wir halt unser Haus dann, als wir uns entschieden hatten, es zu verkaufen, war halt einfach eine gute Zeit. Das war halt einfach die Hochphase des Hauses, also des Preisbooms für Häuser. Und dann haben wir halt einfach gefühlt, also viel mehr bekommen, als wir reingesteckt hatten. Und das hat uns halt jetzt viel ermöglicht. Das hat uns im Endeffekt jetzt 3 Jahre Auszeit gegönnt, plus ein neues Haus. Ne, also eine gute Rücklage für ein neues Haus, plus 3 Jahre Auszeit im Endeffekt. Ja. Das war schon das Glück dadurch. Hier ist unser Badezimmer. Eigentlich recht großzügig so für uns. Also ein Kind und ein Erwachsener passt immer gut rein. Wir haben ganz normales Waschbecken, drunter ein bisschen Staufläche. Unsere Dusche haben wir alles aus Resten von Fliesen, die wir vorher noch in unserem Haus hatten, übrigens zusammengeschustert. Also es wurde nichts neu gekauft, das ist alles Upcycling-Material sozusagen. Und daneben noch unsere Trockentrenntoilette, ist ein kleines Upgrade mittlerweile. Wir hatten erst eine ganz stinknormale, ohne Schwenkdeckel für das große Geschäft und ohne Abluft. Mittlerweile ist es eine mit Abluft und Schwenkdeckel, weil das für 4 Personen einfach sonst echt irgendwie ein bisschen krass war. Die Kinder haben dafür einen separaten Aufsatz, den kann ich mal kurz zeigen. Der ist wirklich praktisch. Den setzt man dann einfach mit auf die Kloschüssel drauf und dann können die da wunderbar auf die Toilette gehen. Und es geht nichts daneben.
unser Urin wird in einem separaten Tank aufgefangen. 20 Liter können wir da auffangen sozusagen und dann eben im Schwarzwasser ablassen, ganz normal. Und das große Geschäft wird hinten über einen Beutel aufgefangen, wie man es auch kennt, und der kommt dann in den Restmüll rein. Also eigentlich alles wirklich total easy. Bloß mit dieser Toilette, diese Lüftung ist schon wirklich Gold wert. Ohne Lüftung und die Geschäfte, könnte schon mal unangenehm riechen im Sommer. Zu unserem Wasser generell vielleicht noch kurz. Unser Grauwassertank hat 420 Liter Kapazität, also das heißt Dusche und Waschbecken, und vorne das Waschbecken geht in den separaten Tank in 420 Liter eben, und das überlassen wir halt im Grauwassertank einfach und über die Grauwasserdeckel dann ab. Ja. Es steckt halt viel mehr Kompliziertheit in der Technik von so einem Bus als von einem Haus. Da kannst du einfach mal ein Loch in die Wand bohren, die Wasserleitung da hinlegen und dann machst halt da das Waschbecken, sondern das Ding bewegt sich, du musst dir überlegen, wie kriege ich das alles fest, was verwende ich überhaupt und so. Und dann kam wie immer, also das nächste glückliche Umstand zum nächsten, es war eine Schreinerei, die hatte eigentlich einen großen Parkplatz davor und hatte gedacht, der Parkplatz war nicht komplett genutzt, sie weisen jetzt einen kleinen Teil von dem Parkplatz für Wohnmobile aus. Und dann hatte ich den angerufen und gesagt, ja, wir haben einen Bus, eigentlich soll es ein Wohnmobil werden, könnten wir uns da auch hinstellen? Ja, okay, gut. Und dann kam man halt mit dem ins Gespräch, war total nett. Und dann durften wir halt auch von der Schreinerei Holz bestellen, Geräte verwenden, also die großen Sägen, die Fräse, die CNC durfte ich lernen zu programmieren, und dann haben wir diese Dinger da reingefräst und so. Das war wie immer, ein bisschen Glück gehört schon dazu. Hier hinten haben wir unseren Schlafbereich. Hier oben ist der Schlafbereich für Simon und mich, und im unteren Bereich haben wir die Höhle für die Jungs. Effektiv schlafen aber meistens ein Kind und ein Erwachsener in einem der Betten. Und wir haben das so gemacht, dass wir die komplette hintere Reihe, die ringsrum geht, um den Schlafbereich von den Kindern, als Staufläche genutzt haben. Da dürften die Kinder oder die Jungs haben da ihre Spielsachen gelagert. Und den oberen Teil bei uns am Bett, der ist komplett Staufläche für unsere Kleider. Hier oben haben wir noch so Sisal-Seile hingehängt. Oder sind das Sisal-Seile? Also so Seile. Weil unser Großer nämlich gerne verkehrt rumschläft, und damit er nicht auf einmal hier aus dem Bett rausbollert, haben wir die zur Sicherheit hier dran gemacht. Hier oben haben wir auch noch mal eine komplette Staufläche für unsere Kleider, also Simon und meine Kleider. Und dann kommen hier eben noch, ich weiß nicht, wenn ich sehen kann, haben wir hier so Klappen. Die kann man aufmachen, manche sind so zum Rausnehmen, manche zum Aufklappen. Und da haben wir dann halt so Bettwäsche drin und auch noch mal unsere Kleider, Wintersachen und solche Sachen. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Ich würde mal sagen, so nach 8, ja, vielleicht 12 Wochen hat es schon gebraucht. Also ja. Es hat schon eine Zeit gebraucht, bis wir Ganz so jeder sicher unseren Platz gefunden hatten und bis wir gesagt haben, okay, man muss sich das dann so vorstellen, wenn wir gefrühstückt haben, dann wird ja auch gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass dann der Bus sofort fahrbereit ist. Wir können uns alle auf unsere Plätze setzen. Die Kinder haben ihre Malsachen da und wir starten. Also so, ne, geht es nicht. Wir haben die Spielsachen da, wir müssen alle Schubläden sichern, wir müssen schauen, dass nichts aus den Oberschränken durch die Gegend fliegt, die Tiere müssen angeschnallt sein, die Kinder müssen dementsprechend versorgt sein mit dem zweiten Frühstück und eben Sachen, die sie für die Fahrt brauchen, ja, ob es irgendwie die Tony-Box ist oder eben irgendwelche Spielsachen. Und dann müssen noch die Spielsachen aufgeräumt werden, weil wir müssen ja dann losfahren. Kann man ja nicht einfach so liegen lassen, die fliegen ja hier überall durch den Bus rum. Naja, und deswegen war es dann eigentlich auch so, dass wir meistens, wenn wir loskamen, war auch so eine Anforderung am Anfang an uns, dass wir immer möglichst zeitig loskommen, dass wir vom Tag viel haben und dann den Ort oder was wir da sehen wollten eben auch gut anschauen können. Haben wir dann auch verworfen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir Fahrtage gemacht haben und gesagt haben, an denen fahren wir, dann kommen wir halt erst am Nachmittagabend an, machen gemütlich unser Abendessen, schauen uns die nähere Umgebung vielleicht noch an, Füße vertreten, spielen, was mit draußen sein, halt einfach so ein bisschen aktiv sein und dann am nächsten Tag
starten wir dann mit dem, was auch immer wir dann halt machen wollten. Und so hat sich das einfach schnell entschleunigt. Ja, genau. Sehr gut, ja. Sehr gut entschleunigt. Ja, hier haben wir auch nochmal 3-mal Stauraum. Wir haben ja insgesamt 12 Kubikmeter Stauraum unterm Bus. Und was vielleicht die meisten interessiert, man sieht es jetzt nicht so groß, aber da hinten hat sich der Akku versteckt. Wir haben ja, bevor wir den Bus gekauft hatten, war der Akku schon fertig. Der geht jetzt da so nach hinten, man sieht ihn nicht wirklich. Unten diese gelben Zellen kann man ahnen, wo der Akku ist. 19,2 Kilowattstunden plus diese 2 Wechselrichter. Also wir können insgesamt 5 kW oder 6 kW ganz entspannt ziehen. Ja, im Endeffekt, damit die ganzen Haushaltsgeräte im Bus ja betrieben werden können, war der sehr wichtig. Hier die Verteilung, wie zu Hause auch. 4 Stromkreise. Ja, das sieht jetzt alles sehr komplex aus. Es hat auch echt ein bisschen gedauert, bis ich da durchgestiegen bin. Ich habe da locker so ein halbes Jahr, immer abends, anstatt Fernseh gucken, habe ich Internetrecherche gemacht in irgendwelchen Ausbauforen und so weiter, bis ich da mal so halbwegs durchgestiegen bin. Aber wenn man mal versteht, was man macht, ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Ja, das ist 12 Volt, dass man nochmal ein paar 12 Volt Verteiler, also 12 Volt Verbraucher anschließen kann. Das ganze System ist ja 24 Volt wegen dem Bus, weil der auch 24 Volt hat. Ja, war cool. Das Schöne ist, wir können jetzt diesen großen Akku auch fürs Haus benutzen. Also wir legen jetzt eine Leitung rüber und dann haben wir den 20 Kilowattstunden Akku eigentlich auch noch fürs Haus. Und wenn man mal irgendwann losfährt, stöpselt man sich ab und hat ihn wieder dabei. Also das war schon die Investition, das war ja sehr viel Geld, das ist sozusagen nicht umsonst. Ja, also es steht jetzt nicht hier nur noch rum mit dem Bus und verkümmert, sondern es wird auch noch fürs Haus genutzt. Wir haben immer gesagt, wenn einem von uns irgendwie das Leben, wie wir es so führen im Bus, nicht mehr gefällt, dann ändern wir was. Weil wir bringen halt dann, wir diskutieren oder wir besprechen halt dann einfach, was das Problem ist und schauen, ob wir es verändern können oder wie wir es verändern können. Und so ist es uns genauso wichtig, wenn wir beide das sagen, genauso wie wenn die Kinder sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe den und jenen Wunsch. Und genauso ist es jetzt auch, wenn wir sagen, dieses Leben so an sich fest sesshaft zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt nur noch so ein bisschen zum Reisen oder zum Urlaub machen. Und wir können uns, also, oder wie soll ich sagen, ja, der Hintergrund ist wieder so da, dass man sagen kann, man kann sich auch wieder ein Stück weit befreien. Dann, das findet ja alles nur eigentlich hier oben statt. Und solange einem das bewusst ist, finde ich, ist es alles gar nicht so dramatisch. Auch wenn du sagst, okay, du hast jetzt zum Beispiel Thema Schule und es ist jetzt halt, die Schule ist da. Und du bist an die Ferien gebunden, ja, das ist ein Thema, aber schränkt mich das wirklich so ein? Oder sage ich nehme das an und schaue, was ich draus machen kann. Und wenn es mich wirklich so arg stört, dass ich sage, okay, also ist es mein Stören oder ist es das Stören des Kindes, das ja zur Schule geht, also letztendlich das Kind betrifft, das muss man ja auch nochmal ganz klar unterscheiden. Und so, finde ich, ist es keine Einschränkung in dem Sinne, sondern einfach ein Annehmen des nächsten oder eines anderen neuen Lebensabschnittes oder Schritts einfach.